Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge der Price Rangers. An meiner Seite wie immer Ranger Paul. Und an meiner Seite Ranger Michi. Warum trägt Ranger Paul heute eine Atemschutzmaske, fragen Sie sich vermutlich. Weil diese Gitarre mit einem Lack lackiert wurde, umhüllt wurde, versiegelt wurde, eingeschweißt wurde, unter vielen dicken Schichten Klarlack, die entsprechende Ausdünstungen verursachen, sodass es wirklich empfehlenswert ist, sich nach dem Öffnen des Kartons nicht mit der Gitarre im gleichen Raum aufzuhalten. Kurz gesagt, sie stinkt. Ansonsten müssen wir sagen, sieht diese Harley Benton SC450 Plus in der Farbe Honey Burst für 159 € ganz attraktiv aus. Sie verfügt über einen Mahagoni-Korpus, einen Mahagoni-Hals, eine Decke aus Riegelohorn und ein Griffbrett aus Palisander. Und die Elektrik erklärt uns jetzt Ranger Paul. Ausgestattet ist die Harley Benton mit 2 Humbucker Pickups. Keine No-Name Pickups, sondern von der Firma Wilkinson. Die Besonderheit in diesem Fall ist, dass beide Tonabnehmer splitbar sind durch Ziehen. Splitten ermöglicht es, aus dem Humbucker einen Single Coil zu machen. Das heißt, es dünnt den Ton etwas aus. Werden wir jetzt gleich hören, wenn uns Ranger Michi die billigen Akkorde demonstriert. Nachdem uns Ranger Michi alle möglichen Schaltpositionen vorgeführt hat, wollen wir uns jetzt den Les Paul typischen Positionen, 3 an der Zahl, zuwenden. Nebenbei sei erwähnt, dass zwischen der Vorführung von Ranger Michi und meiner diverse Stimmvorgänge nötig waren, um das gute Stück wieder in Tune zu bringen. Das gute Stück. Natürlich interessiert uns auch, ob die Les Paul, so wie man es von ihr erwartet, schön singt. Die Stimmung geht langsam wieder verloren. Und was sie für eine Figur im Heavy-Bereich macht, dafür ist Ranger Michi zuständig. Und schon versagen die Stimmmechaniken wieder. Traurig, aber wahr. You know it's sad but true. Kommen wir nun zu den Stärken dieses Instruments. Sie sind offenkundig und augenscheinlich. Sie sieht gut aus. Und das war auch schon alles. Ihr könnt sie an die Wand hängen, aber nicht, wenn ihr euch im gleichen Raum aufhaltet, sonst müsst ihr wieder den Mundschutz aufsetzen, so wie Ranger Paul es schon mal gemacht hat. Nebenbei sei erwähnt, der ist nicht mit dabei. Was ist denn noch alles im Lieferumfang? Ein Kabel, der Truss-Rod-Schlüssel zum Verstellen des Halsspannstabes, ein Sticker und Plektren im Scheckkartenformat. Kommen wir nun zu den Mängeln dieses Instrumentes. Es hat nämlich leider einige Verarbeitungsmängel, die wir nicht unter den Tisch fallen lassen können. Vor allem die Tuner, die Mechaniken. Die Stimmstabilität bei dieser Les Paul-Kopie ist außerordentlich mangelhaft und nahezu nicht vorhanden. Könnte daran liegen, dass die Tuner schon stellenweise aus der Kopfplatte herausrutschen. Weiterhin zu bemängeln gibt es, dass die Tunomatikbrücke schräg in den Gitarrenkorpus montiert wurde und auch die Einschlaghülsen des Steges entfernen sich bereits von selbst aus der Decke. Da fällt es gar nicht mehr weiter ins Gewicht, dass die Rhythm-Treble-Scheibe schräg aufgeklebt ist, dass das Binding nicht ganz ordentlich ausgeführt wurde, dass das Pickguard nicht ordentlich passt. Der Hals ist auch nicht gerade in den Korpus eingepasst. Hier wurde mit viel Mühe versucht, etwas zusammenzuführen, was nicht zusammengehört. Das Ganze wurde dann mit 8 Kilo Klarlack überzogen und sieht wirklich schön aus. Sogar der Hals, der aus 3 Teilen zusammengeleimt wurde. Nicht nur der Scarf-Joint an der Kopfplatte, sondern auch korpusseitig wurde ein weiteres Stück Holz zusammengeleimt. Im Übrigen besteht der ganze Mahagoni-Korpus auch nicht aus einem Teil Mahagoni, sondern aus mehreren diagonal zusammengeführten Teilen. Weiterhin sind die Schrauben, die die Plastikabdeckungen auf der Korpusrückseite im Korpus verankern,
ganz schräg eingedreht, zahlt das Geld. Geld soll die Gitarre nicht kosten, sie ist ja auch mit 159 € wirklich sehr günstig. Was mir auch nicht gefallen hat, wir haben Korrosion bereits an den Seiten, die können wir so wie sie sind abzwicken und wegwerfen. Ich würde sehr gerne eine Lanze für diese Gitarre brechen, aber es fällt mir schwer. Die Wilkinson Pickups machen einen guten Job. Die Optik ist toll, aber ansonsten ist für eine Gitarre einfach die Stimmstabilität absolut ausschlaggebend und die ist in diesem Fall einfach gar nicht gewährleistet. Deswegen das klare Urteil der Rangers in diesem Fall: Tonne. Tonne. Ein trauriges Ergebnis für die Harley Benton SC450 Plus. Trotzdem an euch, vielen Dank fürs Reinschauen. Vergesst nicht, unser Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und folgt uns auch auf den anderen sozialen Medien wie Facebook, Instagram, Twitter und unserem Blog www.pricerangers.com. Ciao, bis zum nächsten Mal.